Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser Produktdemo von GoTo. Und ich habe heute das Vergnügen, Ihnen GoToResolve, unsere All-in-One IT-Lösung, zu präsentieren. Das Produkt verfügt über viele Funktionen: Remote Monitoring und Management, Automatisierung, Ad-Hoc Support Option bei allen Szenarien und vieles mehr. Deshalb ist es eine All-in-One-Lösung. Wir beginnen unsere Tour mit der Remote Monitoring und Management Funktion. Zuerst schauen wir uns an, wie wir unsere Geräte registrieren können. Und zwar müssen wir eine kleine Applikation installieren, die für Windows, Mac OS und auch für Android zur Verfügung steht. Sobald diese installiert ist, ermöglicht sie uns eine Menge von verschiedenen Funktionen. Wir können Windows-Updates, Antivirenprogramme und die Firewall managen, und wir können auch verschiedene Alarme einrichten, damit wir uns von einer reaktiven auf eine proaktive Vorgehensweise umstellen können. Wenn ich hier ein Gerät aufrufe, erhalten wir wichtige System- und Hardwareinformationen. Wir können in Echtzeit verschiedene Auslastungen sehen, sowie CPU-Netzwerke, gerade laufende Prozesse, und wir sind in der Lage, ein Terminal oder den Dateimanager zu starten. Hierdurch werden wir den Benutzer nicht stören. Es ist auch möglich, die Fernsteuerung zu starten. Hier findet die Authentifizierung durch den Signaturschlüssel statt, der auf unserer Zero-Trust-Architektur basiert. In wenigen Sekunden wird die Verbindung hergestellt und ich bin direkt verbunden. Während der Fernwartung verfügen wir über die gängigen und hilfreichen Funktionen. Sowie ich kann das Gerät mehrmals neu starten und die Verbindung wird automatisch hergestellt. Ich kann den Befehl String Alt entfernen schicken. Arbeiten mit mehreren Bildschirmen ist ebenfalls kein Problem für das Tool. Ich kann auch meinen eigenen Bildschirm dem Benutzer präsentieren. Falls mit POS-Geräten gearbeitet werden muss, ist es möglich, den Bildschirm zu verdunkeln. Auf eine elegante Art und Weise kann ich während der Sitzung verschiedene Systeminformationen auslesen, was wir schon bereits bei den gemanagten Geräten gesehen haben. Und das ist nicht alles, was uns die vorinstallierte Applikation ermöglicht. Wir können sogar ohne Scripting-Kenntnisse Aufgaben automatisieren und in Masse ausführen. Und das machen wir über Remote Execution. Hier kann ich einen neuen Auftrag erstellen, auch für Windows oder für Mac OS, und ich nehme das Beispiel, eine Applikation für mehrere Geräte zu installieren. Was brauchen wir dann? Wir benötigen die Installationsdatei, die ich in meinem Rohformat hochladen kann. Sie muss also nicht zusätzlich umgewandelt werden. Und als nächsten Schritt legen wir ein Meldungsfeld an. Dadurch können wir unseren Benutzer informieren, dass eine Installation stattfindet und danach ein Neustart durchgeführt wird. Zusätzlich können wir eine Wartezeit einstellen für unsere Benutzer. Zu guter Letzt legen wir den Neustartschritt an. Und das war's. Wir haben die richtigen Befehle ausgewählt, gekoppelt, und wir sind bereit, diese Installation auf mehreren Geräten gleichzeitig auszuführen. Auch bei solchen Tätigkeiten muss der Anwender sich immer über den Signaturschlüssel authentifizieren. Während der Ausführung können die Prozesse in Echtzeit beobachtet werden. Als nächstes schauen wir uns die Support-Optionen von GoToResolve an. Wir können alle möglichen Ad-Hoc-IT-Probleme abdecken, unabhängig vom Supportbereich oder Standort. Das gilt für PCs, Smartphones und auch für alle möglichen Hardware-Probleme. Ein paar Beispiele zeigen wir Ihnen jetzt. Ein entfernt arbeitender Benutzer benötigt Hilfe mit seinem schnurlosen Kopfhörer. Dafür wähle ich die Kamerafreigabe aus und schicke die Einladung über eine SMS-Nachricht. Für die Demo sehen wir hier das Display des Smartphones des Benutzers
mit dem Einladungslink für die Support-Sitzung. Sobald der Nutzer ihn anklickt, wird ein Browser aufgemacht, es ist also kein Download erforderlich. Nachdem der Benutzer den Zugriff auf die Kamera bestätigt hat, wird das Kamerabild vom Benutzer auf die Agentenkonsole übertragen. In diesem Fall können wir sehen, dass das Problem daran liegt, dass das Entchen den Adapter des Kopfhörers ausgeliehen hat. Aber wie können wir nun helfen? Dafür werde ich den Stream pausieren und darauf verschiedene Anmerkungen einfügen. Wir benötigen diesen Adapter und wir müssen ihn in diesen Port hineinstecken. Sobald das gemacht ist, kann ich den Stream wieder aktivieren. Nun können wir überprüfen, ob der Adapter richtig eingesteckt wurde. So einfach können wir solche Probleme mit GoToResolve beheben. GoToResolve verfügt über ein System, auf das wir direkt aus der Konsole zugreifen können. Es ist nicht nur für das Support-Team praktisch, sondern auch für den Benutzer. Sie können Tickets per Mail, über Self-Service oder sogar über Microsoft Teams mit unserer Integration erstellen. Das System ist anpassbar mit benutzerdefinierten Kategorien und Feldern. Darüber hinaus haben wir ein detailliertes Berichtssystem für Sitzungen und für das Ticketing. Im Sitzungsbericht erhalten wir alle Sitzungsdaten wie Sitzungsdauer, Namen, Tool und auch die Aufzeichnung. Im Helpdesk-Bericht erhalten wir eine komplette Übersicht von allen Ticketdaten. Zusammengefasst verfügt GoToResolve über alle Kernkomponenten wie RMM und Endpoint Management, Fernwartung, unabhängig von Plattform und Standort des Geräts, ein eingebautes Ticketing-System mit mehreren Kontaktkanälen und Anpassungsoptionen, das Automatisierungsfeature und ein detailliertes Berichtssystem, das alles zusammenfasst. Ein konsolidiertes Tool, mit dem Sie für alle IT-Herausforderungen gerüstet sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.